Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich bin am Überlegen, was ich denn legen könnte, was euch interessiert, was allen etwas bringt. Und ich habe in den Kommentaren vernommen, dass viele auch gerade in stagnierenden Situationen sind. Es geht nicht weiter. Es sind viele Blockaden da. Es ist so, dass irgendwie sich nichts nach vorne bewegt. Und ich dachte, wir machen einfach so ein kleines Mutmach-Orakel. Was würde das Leben uns darüber sagen? Oder wenn das Leben uns Tipps geben könnte für unsere Situationen, was würde es dann dazu sagen? Und das probiere ich jetzt mal mit einem großen Blatt. Aus dieser Perspektive, was würde uns Mut machen? Wann geht es weiter? Was können wir tun? Was ist wichtig für uns? Ich bin gespannt. Ja, die Liebe ist am wichtigsten. Das, was uns am Herzen liegt, unsere Herzensangelegenheiten, wie wir sprechen, was wir mit Liebe auffüllen. Hier im Haus des Reiters ist natürlich auch, dass das Herz irgendwas bewegt. Das Umfeld ist sehr wichtig. Vielleicht soll man auch Liebe ins Umfeld streuen. Es ist wichtig, dass wir in unserem Zuhause glücklich sind, von Liebe umgeben. Und dass wir die Sonne nutzen, um langfristig auch gute Energien zu haben. Ne? Die Sonne liegt im Haus des Schiffes drin, das sind die langfristigen Dinge, das ist da, wann was vorangeht. Und es ist natürlich auch der Sommer. Es kann ja sein, dass man hier ein paar seiner Sehnsüchte umsetzen kann, dass der Sommer eine wichtige Jahreszeit für uns ist. Und dass wir Kraft schöpfen aus unserer Umgebung, dass wir aus der Liebe raus agieren. Und ich habe so ein bisschen ein Pendant. Ne? Hier ist das Außen, was uns ja auch alle bewegt. Das sind die Umstände, die wir nicht ändern können. Da gibt es gerade genügend davon, das auf uns einwirkt, auch auf unser Umfeld. Und hier ist die Energie so schön getragen. Ne? Sie ist umgeben von Liebe, von Sonnenschein, von einem stabilen Fundament, von Sachen, das Haus liegt im Haus des Klees drin, die uns glücklich machen. Das Außen ist so, dass es uns vielleicht auch aufzeigt, dass wir Sachen haben, die wir mehr ins Vertrauen bringen müssen, dürfen. Der Bär ist immer auch die Sache von langer Zeit, von eigener Größe, vielleicht auch von Sachen, die man im Alter hat. Aber es ist hier im Hause des Baumes drin natürlich auch das Haus des Lebens, wo wir uns vielleicht nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen sollen oder mit Sachen, die uns Energie rauben. Ich habe, dass das, was uns nicht klar ist, dass sich das auch beendet. Wir haben, wie gesagt, in der Korrespondenz den Sommer. Ich habe, dass hier auch neue Weggefährten sind, dass wir Entscheidungen treffen, die unseren Werten entsprechen, dass wir hier vielleicht auch Menschen aus der Vergangenheit, in der Vergangenheit sein lassen, dass wir aufhören, uns so lange in der Vergangenheit zu bewegen. Jetzt wird es sehr laut, ich muss hier kurz mein Fenster zumachen. So, hier bin ich wieder, hier wird kräftig Rasen gemäht und gebaut und getan. Im Prinzip ist es hier auch so, dass wir uns auf Freundschaften fokussieren sollen. Menschen, die uns unterstützen, die unser Umfeld schön machen. Neue Menschen ins Leben lassen, Weggefährten kennenlernen. Es ist hier auch nicht wichtig, sich sofort zu entscheiden. Hier sind Transformationsprozesse, die sieht man in den nächsten 7 Monaten. Und
da ist jetzt keine Not, sich zu entscheiden, denn das kommt dann, wann es kommen soll. Es macht sich auf den Weg, es wird verfügbar. Ich habe, dass wir emotionalen Mangel oder Sachen, die sehr emotional an uns nagen, dass wir denen den Rücken kehren sollen, dass wir so unabhängig wie möglich sein sollen, dass wir uns der Seite zuwenden, wo wir emotional aufblühen. Ich weiß, die Seite mit dem Mond, die hat jeder, die haben viele auch sehr, sehr lange. Themen, die einen so ein bisschen prägen, verfolgen. Das kann jetzt hier mit der Liebe zu tun haben oder an sich mit irgendwelchen Mangelgedanken, Verletzungen, Wut, unausgesprochene Dinge. Es ist hier richtig, davon Abstand zu nehmen. Ne? Es ist hier wichtig, dass wir so unabhängig wie möglich unseren Weg gehen, dass wir uns vom Außen nicht umwerfen lassen, dass wir im Vertrauen sind, dass wir unsere neuen Dinge durchsetzen, für uns einstehen, dass wir kreative Energien irgendwo reinsetzen, um auch unabhängig von Emotionen zu sein, die halt das Außen manchmal liefert. Das ist das Haus der Sterne, da liegen die Veränderungen drin. Heißt natürlich auch, hier entstehen Wege, die unter einem guten Stern stehen. Man darf auch mal mit ein bisschen Glück rechnen. Hier hat man was gelernt. Man kann seine Visionen wieder vergrößern. Es kann jetzt Familienthemen auch betreffen oder ich habe hier sehr stark bei vielen Partner der Vergangenheit, Vaterthemen, sowas alles. Das Schöne ist jetzt, wir legen uns selber ins Haus der Veränderungen rein und da fällt mir ja sofort dieses Ding ein, das Gelassenheitsgebet. Ne? Gibt mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann, und das andere muss ich ebenso annehmen und das Beste draus machen. Hier macht man sich Gedanken, hier hat man vielleicht auch dieses Gefühl, mir fehlt Energie, mir fehlt Halt, mein emotionales Gerüst ist nicht stabil. Ich möchte glücklich sein, ich möchte mich emotional erfüllt fühlen. Und dann gucken wir auf unser Gegenüber. Vielleicht geht es auch an die, die sich in Partnerschaften nicht mehr so viel zu sagen haben. Da sind die Partner mehr so als Freunde dargestellt, als Menschen, mit denen man vielleicht auch zusammenarbeitet, sich was erarbeitet hat. Aber an sich liegt keine Karte dazwischen. Ne? Da hat vielleicht jeder andere Meinungen, jeder andere Ideen. An sich ist es so, dass sich auch partnerschaftliche Situationen verändern. Wenn du keinen Partner hast, kann es hier sehr gut sein, dass du jemanden kennenlernst über das Thema Arbeit oder dass eben an Partnerschaften gearbeitet werden darf. Das, was man sich hier erarbeitet hat, das darf man auch mal loben und feiern. Das können hier Sachen sein, die Selbstständigen erarbeitet haben. Der ein oder andere hat vielleicht eine hübsche Wohnung, ein Häuschen, irgendetwas, auf das man gucken darf, damit man auch überhaupt sieht, wie glücklich wir sein dürfen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Arbeit. Das Schöne ist jetzt hier an der Legung, im Prinzip, dass die Karten auch sagen, ne? Wir haben ja hier das Außen sehr überstrahlend über alles. Hier kommt auch Wunscherfüllung von außen. Wir brauchen nicht immer nur mit dem Schlimmsten rechnen. Ne? Also es gibt auch Dinge, die sich gut zusammenfügen, mit denen wir nicht rechnen. Das liegt jetzt hier am Bereich der Arbeit, in den Beziehungen, in Konflikten, in Streitsituationen. Das Kartenblatt sagt hier so, es gibt Wenden, die sind hier am Beruf, an allem, was sich ewig dreht, an allem, was auf den Weg kommt, sich entschieden werden muss. Das hier sehe ich eher so, dass das eine schnelle Wende ist, die mit den Sternen im Haus der Mäuse einen gewissen Mangel auffüllt.
Das kann jetzt hier die Familien betreffen, das können Blockaden sein, die man auf der emotionalen Ebene hat oder auch in allem, was das Herz so berührt. Das ist hier ja der Anfang auch, ne, dass das das Wichtigste ist, dass wir uns geliebt fühlen, dass wir Liebe versprühen, dass wir uns von unseren Schatten nicht kleinkriegen lassen. Irgendwie geht es ja auch darum, mit etwas Frieden zu schließen, mit dem man selbst kämpft und man wird dabei alt und es verändert sich nicht. Ich habe hier unten das Thema, dass wir unsere Zweifel angucken sollen, dass wir vielleicht auch mit offenen Augen und Ohren und achtsam sein sollen, aber nicht das Gefühl verlieren von, ich zweifle so viel, dass ich ganz unsicher werde. Nichtsdestotrotz ist Achtsamkeit geboten, vor allem bei allem, was mit Kommunikation zu tun hat oder mit wirklich neuen Angeboten, dass man ordentlich überprüft, dass man guckt, ist etwas langfristig dienlich, habe ich die Chance, irgendetwas zu machen, das mich langfristig auch in meine Richtung bringt, oder drehe ich mich einfach nur mit. Also es ist immer auch so, wenn du Zweifel hast, dann frage dich selber, was möchte ich, wo möchte ich hin, wo möchte ich sein. Wir haben den Baum im Haus der Sonne drin. Da geht es um Lebensenergie, da geht es um karmische Zyklen, da ist wieder der Sommer angezeigt. Es geht um Wachstum, es geht um Beständigkeit. Hier haben wir noch den Klee im Haus des Mondes drin, das ist sehr schön. Also hier wird sich sehr viel Emotionales klären. Hier bei den Emotionen habe ich das eher Schnellere drauf. Mit dem Klee haben wir 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate. Da kann auch sein, dass sich etwas so anfühlt wie Glück gehabt oder es kommt irgendwie ein Brief, ein Anruf, ein Schreiben, ein Dokument, das Erleichterung, Erlösung mitbringt irgendwie. So, dann habe ich die Wolken gehen raus. Im Haus der Wolken haben wir den Sarg drin, das ist eine Doppeldeutung. Wenn ich mir das jetzt angucke und wir fragen nach Tipps, wann löst sich was auf, was ist erleichternd, wann geht es weiter, wann beendet sich die Stagnation, wann sehe ich irgendetwas, was mich den ersten Schritt nach vorne machen lässt, so habe ich bei vielen auch die Finanzen, die finanzielle Sicherheit mit dran. Ich sehe hier, dass da auch noch ganz neue Kapitel auf uns zukommen. Möglicherweise geht es hier auch um Finanzen, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Es ist eine gewisse Lernerfahrung auch mit dabei. Nichtsdestotrotz sieht man hier unten die finanzielle Sicherheit. Jetzt könnte man ja wieder sagen, aber wir haben ja nichts und es wird uns alles genommen und es wird alles teurer. Ja, nichtsdestotrotz, es ist ein karmisches Thema auch, was mit dem Geld passiert, und es ist eine neue Erfahrung. Und auch hier sehe ich viele Sachen, die sich über Ämter, Behörden, Selbstständige, Neubeginne jeglicher Art, berufliche Themen transformieren. Und im Prinzip transformiert sich hier auch einiges zum Guten. Die Geldkarte liegt hier im Hause des Schlüssels, im Hause der Sicherheit. Der Schlüssel liegt nebendran. Möglicherweise ist es für viele so, dass sie im kleineren Bereich neue Möglichkeiten bekommen. Dass es Leute gibt, die Ideen haben mit dem Geld. Was die Karten hier auch sagen, das ist auch etwas, was ich in meinem Leben hier öfter schon festgestellt habe, aber das ist, je älter ich werde, desto weniger Verstrickungen möchte ich. Und genau das ist hier auch das Ding, ne? Die Unabhängigkeit ist wichtig, dass wir hier einen guten Boden einen guten Untergrund haben. Und es ist hier so, dass Verstrickungen, auch die von außen kommen oder auch im beruflichen Bereich, dass man da eher sagt, so, ich lasse es. Ne? Ich möchte unabhängig sein.
Ich möchte nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die mir schaden wollen, die mir Aufregung bringen, die mir Konflikte bringen. Also es ist einfach so, dass man Verstrickungen nicht bewusst eingeht, sondern dass man seine Erfahrung nutzt und das aus der Vergangenheit und so unabhängig wie möglich ist. Das ist hier einfach Phase. Ich habe hier im Haus des Buches das Kreuz drin. Hier ist für viele auch so, dass eine neue Geschichte anfängt, dass ein neues Kapitel in ihrem Leben, eine neue Erfahrung kommt. Es können hier auch Personen aus der Vergangenheit sein, die hier nochmal auftreten, die vielleicht auch nur Trigger für einige Dinge sind, die Elternthemen beinhalten. Es ist gut, sich selbst ein guter Freund zu sein, mit Freunden zusammen zu sein oder Menschen zu haben, die einen schützen oder vielleicht sogar auch Tiere. Ja. Gucken wir ein bisschen näher, was darf ich noch weitergeben? Was ist wichtig für uns zu wissen? Was kann uns Mut machen und aufbauen? Wann regeln sich die Dinge? Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist die Azalee gekommen. Bestärkt mich eigentlich, weil der Bär liegt hier im Haus des Baumes drin. Es geht um Standhaftigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Beständigkeit, ne? Zusammenhalt. Und das ist so, dass das die Zeitangabe sogar in den nächsten Jahren auch ist. Ne? Unterm Deck haben wir wieder die Liebe, die liegt hier ganz oben. Die Leidenschaft, die Schönheit, das sind die Liebenden. Wir haben hier Sternzeichen Löwe, auch das ist bald. Ne? Gucken wir ein bisschen genauer. Ja, da hat die liebe Elvira einen guten Satz eingebaut, der eigentlich perfekt zu den ersten Karten passt. Und der sagt, ich zitiere das mal: Welcher Ort schenkt uns mehr Verlässlichkeit und Vertrauen als der Ort, den wir unser Zuhause nennen? Also es geht auf jeden Fall um das Thema Sicherheit, sich auf jemanden verlassen, Vertrauen haben, standhaft sein, Verantwortung übernehmen, verlässlich sein, etwas, was man angefangen hat, zu Ende bringen, ein sicheres Fundament erbauen, einen guten, fruchtbaren Boden haben für sich selbst. Und selbst in Zeiten der Unsicherheit kann man in diesen Hafen zurücksegeln, den man da hat. Ne? Für viele ist es vielleicht auch im Bereich des Berufes, die Arbeitsstelle, dass man sich da absichert. Irgendwo sind vielleicht sind Projekte, die genügend Profit abwerfen, dass man darauf bauen kann. Man kümmert sich um finanzielle Sachen, die Sicherheit mitbringen, Versicherungen, Geldanlagen. Und in der Liebe ist es wirklich so, dass man jemanden hat oder braucht oder nicht irgendjemand nimmt. Das ist wirklich jemand, den man ausgesucht hat, der sehr verlässlich ist, der treu ist. Verbindlichkeit an sich ist hier auch sehr wichtig, dass wir das Beziehungsleben ankurbeln, dass wir hier dafür sorgen, dass wir Verbindungen haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass man hier jemanden finden kann, der zu einem passt, der einem Halt gibt, wenn man jemand hat. Das 4. Haus hier ist an sich auch ein Haus des Zuhauses, der Heimat, Seele und Herkunft. Und mit der Rose haben wir natürlich schon auch die Liebe mit dabei. Und auch das Thema, das Leben hat so viel Schönes auch. Nutze harmonische Zeiten, erblühe wie eine Rose. Wertschätzung ist wichtig, Bewunderung.
Hier kriegt man für irgendetwas vielleicht auch eine Anerkennung oder man wird wertgeschätzt. Es geht viel um die schönen Dinge des Lebens. Und die Paare hier, die sich hier auch gut Freund geworden sind, die haben die Möglichkeit, immer näher zueinander zu kommen. Für einige kündigen sich Eheschließungen an. Das ist das, was die Karte so hergibt. Mit dem Löwen haben wir ja auch ein Sternzeichen, das hier wichtig sein könnte. Oder aber wir haben den Zeitraum auch genannt. Das ist auch Sommer, August mit. Jetzt fallen mir meine ganzen Karten um. Das habe ich so nicht geplant. Wir nehmen noch ein Krafttier mit und dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen. Ja, mit den Finanzen immer, das ist ja auch so eine Sache, die finanzielle Sicherheit. Ne? Da sieht man vielleicht den Kummer mit drauf, aber man sieht hier auch die Auflösung von dessen. Ne? So, was ist hier noch wichtig? Das haben wir hier auch. Lasst euch nicht die Energie ziehen von unerlösten Dingen. Erkennt sie selbst, verändert sie selbst, löst euch davon ab. Umgebt euch mit Menschen, die euch nähren und tragen und nicht die, die einen energetisch auch aussaugen. Da guckt man sozusagen auch auf Plagegeister. Wir sind nicht immer nur damit beschäftigt oder wir sollen nicht immer nur damit beschäftigt sein, auf die schlimmen Dinge zu gucken, sondern bewusst auch auf die schönen Dinge, die gut tun. Wir können hier versuchen, die Energie neu auszurichten, das Umfeld, das kommt halt eben tausendmal, ne? So zu gestalten, dass es uns Schönheit bringt. Was hier auch Sache ist, es sind viele Dinge im Feld an sich, das sind so Rachesachen, Missgunst, Neid, Schadenfreude. Sehr sensible Menschen nehmen das auch wahr und fühlen sich komisch. Und damit geht es, ne? Darum geht es, dass wir das eben für unsere Energie so nutzen, dass sie uns trägt, dass sie uns schöne Sachen bringt, dass wir Energien lösen, die sehr viel mit Leid auch in Zusammenhang stehen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ne? Lasse ich mich damit reinsaugen oder mache ich mir die Welt um mich herum so, wie ich es kann, schön? Wir nehmen noch einen Glücksimpuls und dann lasse ich das so stehen. Ich finde es eine sehr schöne Botschaft vom Leben oder vom Universum, keine Ahnung. Hier endet ein karmischer Zyklus, das sieht man hier, da ist ein neues Kapitel, das aufgeht. Und das ist trotz allem verbunden mit Chancen auch für uns, nicht nur mit Negativität. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch und bis Freitag.